WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Kentucky, Wilderness Trail, Single Barrel, Kentucky Straight Bourbon Whisky, Bottled and Bond, 50% Alkohol bei Volumen, 100 Proof. Wilderness Trail, sehr, sehr schön. Also zwei Jungs, das war Shane Baker und Patrick Heist, haben 2006 eine Destillerie angefangen. Allerdings davor gab es eine gemeinsame Geschichte. In den 90er Jahren haben sie Musik zusammen gemacht, ein bisschen Grunge. Also das, was wir kennen denn da von San Francisco dort in den 90ern. Und die haben dann einfach gesagt, Mensch, Musiker werden wir damit unser Geld, Moment, sorry, ein bisschen Krach. Mit Musik werden wir unser Geld hier nicht wirklich verdienen können. Beide waren eher sowieso ein bisschen gut gebildet, zum Glück. Also der Sean ist Bauingenieur und der Patrick ist Doktor der Mikrobiologie und Biochemie. Alright. Kunstkorken, nichts dagegen zu sagen, Leute. Gehen nicht kaputt, also ich finde die gut. Also Korken finde ich gut und Kunstkorken finde ich sehr, sehr gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich plopp machen kann, ohne dass es abbricht. Sehr gut. Die haben einfach 2006 eine Firma gegründet, neben Fem Solution, von Fermentierung, Firm. Und die haben über 100 verschiedene Firmen geholfen, denn da ihre Prozesse zu optimieren in der Spirituosenindustrie. Sehr, sehr viele in Kentucky. Und dann haben sie genug Geld endlich zusammengekriegt, damit die 2012 ihre eigene Destillerie eröffnen könnte. Ich fand es so schön. Ich habe ein Interview gelesen und die eine Frage war, wie ging es Ihren Kunden, als Sie denn selbst eine eigene Destillerie aufgemacht haben? Haben Sie Angst gehabt, Sie als Konkurrent zu sehen? Und sie haben gesagt, im Gegenteil, wir würden endlich aufgenommen, als wir uns die Abschlussprüfung bestanden hätten und jetzt sind wir Teil von denen und nicht nur ein Lieferant. Also die fühlten sich da gehoben auf der gleichen Ebene und das fand ich so schön. Also wir haben hier 50% Alkohol bei Volumen, wir haben 86 Euro, was ich auch sagen, kostet um die $50 in den Staaten, aber bis man es hier rüberbringt, kostet ein bisschen mehr, gerade auch mit Versand. 64% Mais, 24% Roggen, 12% gemälzte Gerste. Sehr, sehr, sehr schön. Die destillieren auf sogenannten Column Stills. Ein Column Still ist eine kontinuierliche Brennanlage. Wurde dann in Irland erfunden, wurde dann in Schottland eingesetzt. Deshalb gibt es die ganze Blends, denn dort Grain Whisky wird darauf gemacht. Also keine Pot Stills. Eine ist ein 18 Zoll Column Still, also 18 Zoll, immer mal 2,56. Und dann da hat man 2,56 cm ist 1 Zoll. Und du hast eine mit 36 Zoll Durchmesser, so 1 Meter. Und da produzieren sie bis zu 200 Fässern Whisky am Tag. Wahnsinn, was dann da durchgejagt wird. Alles ist hier Sweet Mash, das heißt keine Reste von der vorherigen Fermentierung kommt in der nächste. Peerless hat das pioniert, aber ganz ehrlich, es ist schon cool. Peerless, deren Kunde war Firm Solution. Firm Solution hat alles optimiert, damit Peerless das machen könnte. Also Peerless hat die ganze Vorarbeit geleistet, dann weiß man, wie man das macht. Und jetzt kann auch der Wilderness Trail das selbst machen. Cool. Eine letzte Sache, was sehr, sehr interessant ist denn Wilderness Trail bekommt ihre Getreide vom ein einzigen Bauernhof, nämlich den Caverndale Farms. Also dort beziehen sie ihre Mais, beziehen ihre Gerste, beziehen ihre Roggen. Das ist natürlich cool, denn da haben sie einfach vollsten Kontrolle über alle Bedingungen, ob das Erde ist, ob das dann der Lieferant ist, ob das jetzt hier einfach Terroir und so weiter ist. Schlecht könnte es sein, wenn natürlich erstens eine schlechte Ernte ist. Was passiert, wenn in Kentucky dort gerade eben eine Dürre herrscht oder ein Tornado durchjagt oder sonst was. Und zweitens, es könnte auch eine andere Katastrophe sein mit irgendeinem Pilzbefall oder sonst was. Die haben sich ein bisschen sehr stark auf eine Sache dann reduziert. Es ist immer gut, Redundancies ist, was ich sagen wollte, dort einzubauen. Gut. Also, ich werde das einfach vergleichen. Womit? Mit den Small Batch vom Wilderness Trail.
Also ich habe den Small Batch, ich habe hier den Single Barrel und ich habe auch noch einen Rye gekauft. Der war am teuersten, das war 100 Euro dafür, aber das ist schon ein paar Prozente mehr. Hier waren wir bei 86, hier waren wir auch bei 86. Ich verstehe selbst nicht, warum der Small Batch genau den gleichen Preis ist wie der Single Barrel. Single Barrel müsste ein bisschen teurer sein, weil es exklusiver ist. Auf der Rückseite steht es hier, das ist Flasche Nummer 36 von 264. Ob man das sehen kann, weiß ich nicht, aber da ist es denn da zu sehen. Ja, UK Steuermarke, weil ich sie direkt aus den UK hier auch bezogen habe. Danville, Kentucky, Wilderness Trail Distillery.com. Distilled, aged and bottled by. Ich muss noch ein bisschen was hier einschenken. Der Small Batch hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Das war ein 3 Plus, immerhin. Aber verglichen mit dem New Riff, das ist der Rye sogar. Okay, gut. Eigentlich, schwupps. Der New Riff, Bourbon. Man merkt hier oben dunkel. Hier merkt man, was da noch drin ist. Das ist schön. Also auch das ist, der ist so gut. Absolut meine Beuteschema. Farblich. Der Single Barrel ist dunkler. Schön. Also Single Barrel sollten die Rosinen sein. Die sollten die Rosinen rauspflücken und die besten Fässern hierfür ausgesucht haben. Und in Small Batch kommt alles andere rein und wiegt das ein bisschen ab. Hier sollten maximal 12 Fässern drin sein. Single Barrel sollten die etwas besseren vom Geschmack sein. In der Nase, sehr schön. Also hier ist es ein stärkeres Pecan-Moment. Da ist ein bisschen Honig da drin, da ist Klee-Honig. Und da ist ein bestimmter Kräutermoment, also ein bisschen Rucola. Rucola ist da drin. Oh, viel Rye. Die sollten gleich sein vom Mashbill, jeweils mit 24% Rye. Was ein relativ High Rye Mashbill ist, der riecht hier schwächer. Der riecht hier ein kleines bisschen, als ob er nicht genug Wärme bekommen hätte. Das riecht, als ob das in der Sonne ein bisschen texanisch, ein bisschen mehr intensiver Austausch mit einem Fass gehabt hätte. Positiv, sehr positiv. So habe ich mir das vorgestellt. Wilderness Trail, okay. Single Barrel. Barrel Nummer, einen Moment. 1550, ich sage mal 7190. Ich habe keine Ahnung, was bedeutet hier. 15, 50, 71, 90. Und das ist auch interessant, die haben immer DSP-Nummer, das heißt, wie viele Destillerien gibt es schon in einem Ort. Und die haben Kentucky, die haben dann 20.003. Das heißt, in Kentucky alleine, seit der Anfang der Auflistung gab es 20.000 Orten, wo Spirituosen gebrannt wurden. Das ist schon ganz schön viele, wenn man bedenkt, Irland hat 30 und Schottland hat 200. Ja, also zumindest Malt- und Grain-Distillerien. 20.000. Gefällt mir. Cheers. Mm. 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 Tolles Mundgefühl. Mm. Sehr viel Bourbon. Diesen Kleehonig. Diesen Holz. Die ganze Zeit möchte ich Bacon sagen, aber nicht wie ein Sentis Dreifaltigkeit hier mit Rauch, sondern es hat dieses Gefühl von Bacon Fat, also diesen Speckfett. Also, nun, das ist für meine Arterien und meine Blutkreislauf nicht gut, aber wenn ich Bacon mache, hau ich manchmal ein Spiegelei rein und dieses Spiegelei in diesen Fett von den Bacon da zu braten ist, und ein bisschen ist das nicht fettig, aber das ist schon dickflüssig. Wow, das ist richtig gut. Gefällt mir. Es kippt nicht, also bei Texas Whiskys manchmal, gerade jetzt hier Baconis oder der andere ist hier nicht Baconis, sondern das 36 Caliber. Es gibt ein paar andere einfach, die sind Garrison Brothers, die kippen schon. Die haben zu viel Holz abbekommen in zu wenig Zeit.
Aber der ist genau richtig. Wow, das ist absolut mein Beuteschema heute. Mhm. 50% super schön eingebunden. Ach, das kann man in eine Tonne hauen. Das kann man dann da einfach mal küren hier zum Sieger des Tages schon. Super, super, super schön. Also Single Barrel ist sowieso cool, wenn man in den Staaten ist und weiß noch nicht, was man kaufen sollte. Geh hin zu einem Liquor Store. Meistens muss man so einen Liquor Store hingehen. Manchmal es gibt Total Wine zum Beispiel, das ist ein Liquor Store. Und geh mal hin und frag nach, haben Sie einen Store Pick? Das heißt, diese Fass wurde extra für diese Einladen abgefüllt. Ja. Ähm, und die sind meistens bombastisch gut. Nochmal? Mm, mm. Das ist ein tierisch gute Bourbon. Wow. Non-chilled filtered? Yay. Bourbon sind fast alle kälteverträgt, weil Idioten tun ihr Eiswürfeln da drin. Und auch, weil es halt eben dort in Amerika immer wieder friert. Aber bei 50% muss man nicht unbedingt. Wow, der ist gut. Das ist ein 2 Plus gut. Schau mal, ob ich spinne oder ob jetzt hier der Wilderness Trail Small Batch so viel schlechter war. Auch eine Nase riecht es schwächer und ein bisschen kräutiger. Hm. Ja, na, der Abgang hier ist was total das Ding nach unten zieht. Ha, mein 3 Plus war gnädig. Blind hätte ich den wahrscheinlich 3 gegeben. Aber das hier, ein 2 Plus, wow. Ich kämpfe ob ich überhaupt ein 1 Minus geben will. Das ist fast ein 1 Minus auch. Also, weil der ist, was heißt vollkommen? Da fehlt irgendwie der gewisse Wow-Moment hier. Ich glaube, ich habe mehrfach gesagt, aber nicht unbedingt ein Wow von mir gegeben. Eine Nase ist auch nicht unbedingt eine Einser Whisky. Gut, Zweier Whisky, also 1, warum hast du es nicht gekauft? 2, kaufen. 3 kann man kaufen, 4 braucht man nicht kaufen, 5, warum wurde es hergestellt? Also ein 2 Plus ist da schon irgendwie, Leute. Also bewegt euer Pöpöchen und kauft was. Hm. Hm. Ich bleibe tatsächlich bei meinem 2 Plus. Wie ich sagte, das ist nicht, aber nicht wow. Mm, sehr gut, 2 Plus. Perfekt. Preis-Leistung. Also ich habe 86 € dafür bezahlt. Das heißt, immer noch für den Preis. Da kann man fast ein 3 Minus geben. Wenn das irgendwann nach Deutschland kommt und man für 45 bis 60 € eine Flasche Single Barrel Wilderness Trail bekommen kann, kaufen. Also da würde ich auch sogar 3 bis 3 Plus geben für diesen Preis, für 50 €. Richtig coole Sache. Ob der 3 Whiskey Base Nummer 135054 genau richtig ist, ich glaube nicht, dass das die gleiche Nummer ist wie mein Fass, aber trotzdem steht nichts da. Whiskey Base und Bourbon. Das ist europäische Sache mit Whiskey Base und die kennen sich aus mit neuen Bourbons gar nicht, leider. Okay, meine Frage des Tages ist, welche Whisky wäre für dich eine 2 Plus Plus, fast eine 1er Whisky? So, welche Whisky sind in dieser Kategorie für euch? Das ist jenseits von 90 Punkte, Leute, ja? Also wir sind jenseits von 93 Punkte im Grunde. Welche Whiskys könnt ihr aufzählen? Und bitte nichts auf. Und der Whisky muss weniger als 100 € kosten. Ich grenze das 150. Und der Whisky muss wenigstens weniger als 150 € kosten oder gekostet haben. So, ja, das ist eine gute Sache. Eine Dreier, ein 93er Whisky hier am Punktscale oder hier bei mir 2 Plus Plus. Und auch noch dann da unter 150 € teuer. Tada! Redbreast, 21, tada! Und ein paar andere Sachen hier. Stag Junior, tada!
So, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Da ist die Flasche bestimmt nicht mehr da. Die wurde schon verteilt in meiner Show, auch im Werdeteil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Und wir sehen uns jeden Tag hier um 17:30 Uhr. Jeden Sonntag um 21 Uhr bin ich mit irgendeinem Gast zusammen. Und schön euch gesehen zu haben. Liken, teilen, das hilft echt am meisten. Wenn ihr teilt, dann können andere Leute da erreicht werden, die ich gar nicht in meinen Dunstkreis erreichen kann. Und damit kriegt das eine ganz neue Dynamik. Ich bedanke mich. Bis dahin. Tschüss.